Wie konnte ein einfaches Versprechen an einen Fischer die Richtung der Menschheit verändern? Von den Küsten Galiläas bis zu den goldenen Thronen des Vatikans symbolisiert die Geschichte des Papsttums eine Reise des Glaubens, der Autorität und der Widersprüche. Nicht immer trugen Heilige die päpstliche Tiara, aber alle hinterließen ihre Spuren in der Welt. Dieses Video wird dir zeigen, wie die Erben Petri mit Imperien umgingen, Häresien widerstanden und manchmal auch in die Schatten der Macht fielen. Bleib bis zum Ende, denn die päpstliche Geschichte zu verstehen bedeutet, 2000 Jahre Kriege, Wunder und Skandale zu verstehen, die die Richtung der westlichen Zivilisation prägten. Wie konnte ein bescheidener Fischer zum Fundament einer der ältesten Institutionen der Welt werden? Die Geschichte des Papsttums begann nicht in den prächtigen Sälen des Vatikans, sondern an den Küsten Galiläas, wo ein Zimmermann aus Nazareth auf einen Fischer namens Simon traf und ihm den Namen Petrus gab, was Fels bedeutet. In einem kritischen Moment, der im Matthäusevangelium erzählt wird, sagte Jesus: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Diese Handlung war nicht nur symbolisch. Die biblische Tradition zeigt, dass die Namensänderung immer eine tiefgreifende Veränderung im Schicksal der Person mit sich bringt, die sie annimmt. Genau wie Abraham zu Abraham wurde, dem Vater vieler, wurde Simon zu Petrus, dem Fundament, auf dem eine Gemeinschaft aufgebaut werden würde, die Imperien und Zeitalter überdauern würde. Am selben Tag übergab Jesus Petrus die Schlüssel des Himmelreichs. Die Darstellung der Schlüssel war nicht zufällig. Sie bezog sich auf das Buch Jesaja, in dem Gott Eliakim die Schlüssel des Hauses David gibt und ihm die Macht verleiht, im Namen des Königs zu regieren. Für die Zuhörer jener Zeit war klar, Petrus würde die Autorität erhalten, die neue Gemeinschaft im Namen Christi, ihres wahren Königs, zu führen. So wurden die Schlüssel zum Hauptsymbol des Papsttums und symbolisierten die Macht zu binden und lösen, die Christus Petrus verlieh. Nach katholischer Interpretation umfasste diese Autorität die Fähigkeit, die richtige Lehre zu wählen, Sünden zu vergeben und Disziplin zu etablieren. Dieser Gründungsmoment markiert den Beginn der Autoritätsübertragung von Vater zu Vater über 2000 Jahre. Heute, wenn wir das Hauptsymbol des Vatikans betrachten, können wir sehen, dass die gekreuzten Schlüssel weiterhin das Hauptemblem sind. Ein goldener und ein silberner symbolisieren die geistliche und zeitliche Macht, verbunden durch ein rotes Band, das die Vereinigung der Barmherzigkeit darstellt. Dieses Symbol erinnert uns daran, dass von jenem Austausch am See bis zum heutigen Papsttum die wesentliche Mission dieselbe bleibt, der sichtbare Fels zu sein, auf dem Christus weiterhin seine Kirche baut. Was wissen wir wirklich über diesen Mann, der seine Arbeit als Netzwerfer im Galiläischen Meer in die Führung der ersten christlichen Gemeinde verwandelte? Simon Petrus stammte aus dem kleinen Dorf Bethsaida am Ufer des Galiläischen Sees. Er war ein bescheidener Arbeiter, verheiratet, die Evangelien erwähnen seine Schwiegermutter, und wahrscheinlich ohne formale Bildung, wie die meisten Männer seiner Klasse zu jener Zeit. Die Begegnung mit Jesus würde sein Schicksal für immer verändern. Die Evangelien stellen Petrus als impulsiven Menschen dar, der zu großen Glaubenstaten fähig war, wie das Wandeln auf dem Wasser, aber auch intensive Schwächen zeigte, wie die dreimalige Verleugnung seines Meisters vor der Morgendämmerung. Diese Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit macht Petrus zu einer sehr menschlichen Figur, mit der sich jeder identifizieren kann. Er wurde nicht wegen seiner Vollkommenheit ausgewählt, sondern trotz seiner Fehler. Nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu übernahm Petrus natürlich die Führung der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Die Apostelgeschichte zeigt ihn als mutigen Prediger zu Pfingsten und als Führer bei wesentlichen Entscheidungen wie der Aufnahme der Heiden in den Glauben.
Die Tradition besagt, dass Petrus seine Arbeit nach Antiochia ausdehnte, wo er den ersten Bischofssitz gründete, bevor er schließlich nach Rom ging, dem Zentrum des Imperiums. Petrus fand sein endgültiges Schicksal in Rom, dem Zentrum der kaiserlichen Macht. Nach dem Brand, der die Stadt 64 n. Chr. Verwüstete, entfesselte Nero eine Verfolgung, in der Petrus verhaftet und zur Kreuzigung verurteilt wurde. Der Tradition zufolge bat er darum, kopfüber gekreuzigt zu werden, da er es nicht für würdig hielt, auf die gleiche Weise zu sterben wie sein Meister. Seit den ersten Jahrhunderten wurde sein Grab, das sich an der Stelle befindet, wo heute die Basilika seines Namens steht, zu einem Pilgerort. Die archäologischen Untersuchungen des 20. Jahrhunderts unter dem Hauptaltar der Petersbasilika bestätigten, dass dort seit der Antike ein verehrtes Grab existierte. Die Wissenschaftler entdeckten Knochen eines kräftigen und betagten Mannes, eingehüllt in purpurnes Gewebe mit goldenen Fäden, eine Behandlung, die nur Personen von großer Bedeutung vorbehalten war. Für die Millionen von Pilgern, die diesen Ort jedes Jahr besuchen, stellen diese Überreste die physische Verbindung zum ersten Glied einer ununterbrochenen Kette dar, die die Gegenwart mit jenem Fischer aus Galiläa verbindet. Wie gelang es dem Christentum, die Jahrhunderte der Verfolgung zu überleben, als Gläubiger zu sein bedeutete, das Leben zu riskieren? Nach Petrus' Martyrium löste sich die kleine christliche Gemeinde in Rom nicht auf. Stattdessen wuchs sie diskret in den Schatten des Imperiums weiter. Nach alten Bischofslisten, wie der von Sankt Irenäus im 2. Jahrhundert vorgelegten, hatte Petrus Linus als seinen Nachfolger benannt, auf den Paulus in seinem 2. Brief an Timotheus kurz Bezug nimmt. Nach Linus übernahm Anakletus, auch Cletus genannt, die Position, gefolgt von Clemens von Rom. Sein Brief an die Korinther, geschrieben um 96 n. Chr., ist einer der ältesten Texte des Christentums jenseits des Neuen Testaments. Dieser Brief zeigt die moralische Autorität, die die römische Kirche über andere christliche Gemeinden hatte, indem sie in die internen Angelegenheiten einer entfernten Kirche eingriff, um Frieden und Ordnung wiederherzustellen. Während dieser ersten Jahrhunderte trafen sich die Christen in Privathäusern oder in den berühmten Katakomben, unterirdische Tunnel, die, obwohl sie als Friedhöfe gegraben wurden, auch als Kultstätten dienten. Die Wände dieser Katakomben, geschmückt mit Ebde, den ersten christlichen Symbolen wie dem Fisch, dem Anker oder dem guten Hirten, sind heute ein stilles Zeugnis jenes verfolgten Glaubens. Die ersten Päpste feierten die Eucharistie, bildeten neue Kleriker aus und weckten den Glauben an diesen verborgenen Orten vor den Augen des Imperiums. Historischen Aufzeichnungen zufolge starben 30 der ersten 33 Päpste als Märtyrer. Alle hätten dem Martyrium entgehen können, indem sie ihren Glauben oder ihre Position aufgegeben hätten, aber sie entschieden sich, bis zur Blutvergießung treu zu bleiben. Ein besonders bewegender Fall war der von Papst Sankt Sixtus II., der 258 während der Verfolgung unter Valerian verhaftet und zusammen mit 4 seiner Diakone enthauptet wurde, während er die Eucharistie in den Katakomben von Sankt Calixtus feierte. Diese Verfolgungszeit stellte paradoxerweise eine Zeit außergewöhnlicher Vitalität für die Kirche dar. Das Zeugnis der Märtyrer, anstatt neue Bekehrte zu entmutigen, erwies sich als höchst anziehend. Wie Tertullian sagte, das Blut der Märtyrer ist der Same neuer Christen. Die ersten Päpste, meist Männer ohne politischen Einfluss und bescheidenen Charakters, hinterließen ein Erbe von Mut und Treue, das die Gläubigen bis heute inspiriert. Es war nicht militärische Stärke oder Reichtum, die ihnen Autorität verliehen, sondern ihre Bereitschaft, ihr Leben für das ihnen anvertraute Volk zu opfern. Was war der Faktor, der die Kirche dazu brachte, von einer verfolgten Sekte zur offiziellen Religion Roms zu werden? Diese bemerkenswerte Veränderung in der Geschichte begann 312,
als Kaiser Konstantin mitten in einer entscheidenden Schlacht um die Vorherrschaft des Imperiums eine Vision hatte, die den Lauf der westlichen Geschichte verändern würde. Der Tradition zufolge sah er ein Kreuz am Himmel mit den Worten: „In diesem Zeichen wirst du siegen." Durch den Sieg glaubte Konstantin, dass sein Triumph das Ergebnis dieser göttlichen Hilfe war. 13 veröffentlichten Konstantin und sein Nachfolger Licinius das Edikt von Mailand, das zum ersten Mal die Religionsfreiheit für alle Bewohner des Imperiums garantierte, einschließlich der Christen. Dieser revolutionäre Text beendete nicht nur die Verfolgungen, sondern gab der Kirche auch ihre konfiszierten Güter zurück und gewährte ihr rechtliche Privilegien. Während der Zeit 314–335 war Silvester I. der erste Papst, der seine Funktion in diesem neuen Szenario der Freiheit ausübte. Der Kaiser schenkte ihm den Lateranpalast, der zur ersten offiziellen Residenz des Papstes wurde. Konstantin akzeptierte nicht nur das Christentum, sondern förderte auch aktiv sein Wachstum. Er ermöglichte den Bau der ersten großen Basiliken, wie der des Heiligen Grabes in Jerusalem, der Petersbasilika im Vatikan und der St. Johannes im Lateran in Rom. 325 leitete er das Konzil von Nicäa, bei dem die Lehre über die Göttlichkeit Christi gegen die arianische Häresie festgelegt wurde. Seine Bekehrung, obwohl der Kaiser erst auf dem Sterbebett getauft wurde, markierte den Beginn einer intensiven Metamorphose des Imperiums. Die neue Zusammenarbeit zwischen Thron und Altar brachte klare Vorteile, aber auch unvorhergesehene Herausforderungen mit sich. Mit dem Ende der Verfolgungen hörte es auf, Christ zu sein, ein Risiko darzustellen, und wurde allmählich zu einem sozialen Vorteil. Dies führte zu einem Aufkommen von Bekehrungen, die nicht immer auf authentischem Glauben beruhten, sondern auf politischen oder sozialen Gründen. Die Kirche fand sich unerwartet in einem Zustand des Wohlstands wieder, dank der kaiserlichen Spenden, und musste sich unbekannten Herausforderungen stellen: der Versuchung weltlicher Macht und der Schwäche, geistlicher Hingabe. Wie konnte ein Vater den gefürchteten Gottesgeißel aufhalten, wenn nicht einmal die kaiserlichen Armeen ihn stoppen konnten? 452, als das Weströmische Reich durch Barbareneinfälle verwüstet war, machte sich ein betagter Mann in einfacher, päpstlicher Kleidung auf einem Pferd nach Norditalien auf. Papst Leo XIV. Bereitete sich auf eine Begegnung vor, die ihn zu einem historischen Helden machen würde. Sein Treffen mit Attila, dem Anführer der Hunnen. Wie die Tradition erzählt, ereignete sich etwas Außergewöhnliches, als Leo auf den gefürchteten Anführer traf. Im Gespräch zwischen den beiden Führern behaupteten Zeugen, die Apostel Petrus und Paulus drohend über dem Kopf des Papstes schweben gesehen zu haben. Sei es durch ein Wunder oder durch geschickte diplomatische Verwaltung. Tatsache ist, dass Attila, nachdem er ganze Städte gnadenlos verwüstet hatte, beschloss, sich aus Italien zurückzuziehen, ohne Rom zu belagern. Diese mythische Begegnung, die Raphael in den Fresken des Vatikans darstellte, repräsentiert ideal die Rolle, die die Päpste zu übernehmen begannen: die Zivilisation vor dem Niedergang der kaiserlichen Macht zu schützen. Nicht nur die diplomatischen Fähigkeiten Leos Ippers, bekannt als der Große, waren bemerkenswert, sondern auch seine theologische Tiefe. Als Lehrstreitigkeiten die Spaltung der Kirche bedrohten, übermittelte Leo seinen berühmten Thomus an das Konzil von Chalcedon 451. Einen Text, der präzise die Verbindung zwischen den göttlichen und menschlichen Eigenschaften in Christus festlegte. Als die versammelten Bischöfe seinen Brief hörten, riefen sie: Petrus hat durch Leo gesprochen. Diese Feier zeigte das wachsende Anerkennung der Lehrautorität der römischen Bischöfe. Vielleicht war Leos dauerhaftester Beitrag seine Etablierung der Lehre des päpstlichen Primats. In seinen Schriften und Predigten entwickelte er die Idee, dass der römische Klerus nicht nur Petrus' Position einnimmt, sondern auch seine einzigartige Autorität als Stellvertreter Christi.
Leo behauptete, dass Petrus in seinem Nachfolger weiterlebt und etablierte damit die theologische Grundlage für die römische Vorherrschaft, die bis heute besteht. Für das Überleben der Kirche in turbulenten Zeiten war seine Konzeption des Papsttums als Institution, die über die persönliche Figur des Papstes hinausgeht, entscheidend. Während Leos Papsttum wurde die römische Liturgie majestätischer und einheitlicher. Er führte Ausdrücke ein, die noch heute in der katholischen Messe verwendet werden, und förderte einen klaren und erhabenen Predigtstil, der zu einem Vorbild für zukünftige Generationen wurde. Als er 461 starb, hinterließ Leo eine in ihrer Identität gestärkte Kirche, die sich ihrer globalen Mission bewusster und besser darauf vorbereitet war, dem bevorstehenden Zusammenbruch des Römischen Reiches zu widerstehen. Der Titel »Der Große«, der historischen Person verliehen wurde, spiegelt nicht nur die Größe seiner Errungenschaften wider, sondern auch die Größe der Herausforderungen, denen er sich in einer Zeit historischen Wandels stellte. Was motivierte Tausende von Menschen dazu, die Welt zu verlassen und in der Einsamkeit der Wüste oder zwischen den strengen Mauern eines Klosters zu leben? Das monastische Phänomen, das die christliche Spiritualität radikal verändern und die westliche Kultur retten würde, entstand als energische Reaktion auf die zunehmende Verweltlichung der Kirche nach Konstantins Bekehrung. Alles begann mit Sankt Antonius dem Großen, 251–356, einem jungen Mann aus Ägypten, der, beeindruckt von den evangelischen Worten, »Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe, was du besitzt, gib es den Bedürftigen und folge mir«, seinen großen Reichtum verteilte und sich in die Wüste zurückzog. Sein Ruf der Heiligkeit zog zahlreiche Jünger an, wodurch spontane Gemeinschaften von Einsiedlern entstanden, die ein Leben intensiver Christusnachfolge suchten. Dieses eremitische Modell, definiert durch Einsiedler, die in gewisser Einsamkeit lebten, blühte besonders in den eisigen Landschaften Ägyptens, Syriens und Palästinas. Gleichzeitig entstand eine neue Art des geweihten Lebens, die organisierter und gemeinschaftlicher war. Sankt Pachomius, 292–348, gründete das erste Kloster, in dem Mönche unter demselben Dach lebten und sich einer gemeinsamen Regel unterwarfen. Dieses zönobitische Modell, geprägt vom gemeinschaftlichen Zusammenleben, erwies sich als nachhaltiger und produktiver auf lange Sicht. Die ersten monastischen Gemeinschaften zeichneten sich durch ihre Strenge, ihr Engagement für Handarbeit, ständiges Gebet und Schriftstudium aus. Sankt Benedikt von Nursia, 84–45, stellte eine vielfältige und dauerhafte Manifestation des Mönchtums dar. Seine berühmte Regel, zusammengefasst im Motto Ora et Labora, bete und arbeite, bot einen soliden Rahmen, der das Überleben und Gedeihen der benediktinischen Gemeinschaften über Jahrhunderte ermöglichte. Benedikt entwarf das Kloster als Schule des göttlichen Dienstes, einen Ort, wo Mönche die Vollkommenheit des christlichen Lebens durch Gehorsam, Stabilität und Wandlung der Sitten erreichen konnten. Seine Perspektive zeichnete sich durch Mäßigung aus. Er vermied sowohl die asketischen Exzesse der ersten Einsiedler als auch den Mangel an geistlichem Eifer. Die Auswirkungen dieser monastischen Bewegungen auf die Geschichte des Papsttums wären enorm. Die Siedlungen wurden zu Kulturzentren, in denen klassische Schriften während des Chaos der Barbareneinfälle bewahrt wurden. Die Päpste betrachteten die monastischen Gemeinschaften als einen Ort voller Reformer, Theologen und Missionare. Mit der Zeit würden zahlreiche Mönche ausgewählt werden, um den Thron Petri zu besetzen und der päpstlichen Institution ihre geistliche Strenge und globale Perspektive zu verleihen. Gregor der Große, einer der einflussreichsten Päpste der Geschichte, stammte aus dem Benediktinerorden und übertrug dem Papsttum die Tugenden, die er im Kloster erworben hatte: Disziplin, Weisheit und eine intensive Sorge um das Gemeinwohl. Wie konnte ein geschwächter Mönch das Papsttum in eine Institution
Verwandeln, die dem Zusammenbruch der römischen Zivilisation widerstand. Als Gregor 590 zum Papst ernannt wurde, spiegelte Rom nur noch seinen alten Glanz wider. Die Bevölkerung war drastisch geschrumpft, zahlreiche Gebäude lagen in Trümmern und die Aquädukte, die die Stadt versorgten, befanden sich in einem Zustand des Verfalls. Italien war durch Kriege, Hungersnöte und Epidemien verwüstet, während die Langobarden, eine germanische Zivilisation, die Grenzen ständig bedrohten. Gregor, der aus einer senatorischen Familie Roms stammte, hatte die Chance auf eine erfolgreiche zivile Laufbahn aufgegeben, um Mönch zu werden. Nachdem er mit seinem eigenen Kapital 7 Klöster gegründet hatte, strebte er ein kontemplatives Leben an. Jedoch führten ihn das Schicksal und die kirchlichen Anforderungen zunächst dazu, als Nuntius in Konstantinopel zu fungieren und schließlich der Nachfolger Petri zu werden. Er würde seinen Zorn über das Schwert der Barbaren und die Grausamkeit der Richter zum Ausdruck bringen und andeuten, dass er nicht wisse, ob er ein Hirte oder ein Söldner sei, was die Spannungen in seinem Amt verdeutlicht. Gregors Innovation konzentrierte sich darauf, die päpstliche Institution an die neue Realität anzupassen, die nach dem Imperium entstand. Angesichts des Mangels an effektiver kaiserlicher Autorität in Italien übernahm er administrative Rollen. Er organisierte Roms Verteidigung, verhandelte Abkommen mit den Langobarden und verwaltete die Kirchengüter, die Patrimonien des heiligen Petrus, um die Benachteiligten zu nähren und Streitkräfte zu bezahlen. Unter seiner Herrschaft wurde das Papsttum zu einer Institution, die geistliche Autorität mit unvermeidlichen zeitlichen Verpflichtungen verband und die Grundlagen für den künftigen Kirchenstaat legte. Gregor hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der liturgischen Umgebung. Er reorganisierte die römische Liturgie, stellte das gregorianische Sakramentar, ein Gebetbuch für den Gottesdienst, zusammen und förderte den Gesang, der seinen Namen tragen würde, den gregorianischen Gesang. Diese Art des Gesangs, die sich durch Einstimmigkeit, Feierlichkeit und Spiritualität auszeichnete, würde jahrhundertelang die Sakralmusik dominieren. Außerdem führte er eine Klerusreform durch, betonte das Zölibat der Priester und bekämpfte die Simonie, den Erwerb kirchlicher Ämter durch Zahlung, die viele Diözesen schädigte. Der Missionsplan könnte Gregors visionärster Vorschlag gewesen sein. 596 sandte er eine Gruppe von Mönchen unter der Führung von Augustinus, der später als Sankt Augustinus von Canterbury anerkannt wurde, mit dem Ziel, England zu evangelisieren, das damals in heidnische angelsächsische Königreiche geteilt war. Diese Mission würde nicht nur die Christianisierung Englands erreichen, sondern auch die Grundlagen für die künftige Evangelisierung Nordeuropas legen. Durch seine Werke, insbesondere die Pastoralregel, bot Gregor ein Beispiel bischöflicher Führung, das pastorale Barmherzigkeit mit fester Lehre verband und Generationen von Päpsten und Bischöfen beeinflusste. Als das Papsttum 604 starb, hatte sich die römische Welt irreversibel verändert, aber dank seiner Vision war das Papsttum bereit zu überleben und die Kirche während des Mittelalters zu führen. Was geschieht, wenn die politische Organisation, die die Zivilisation jahrhundertelang aufrechterhalten hat, zusammenbricht? 476 erlebte ein Ereignis, das, obwohl geringfügig, große Bedeutung hatte. Odoaker, der barbarische Anführer, setzte den jungen Kaiser Romulus Augustulus ab und markierte damit das offizielle Ende des Weströmischen Reiches. Kein anderer Kaiser würde ernannt werden, um den westlichen Thron zu besetzen. In diesem entscheidenden Moment führte Papst Sankt Simplicius 460–483 die Kirche und stand vor dem Zusammenbruch des politischen Systems,
das die mediterrane Welt mehr als 1000 Jahre lang definiert hatte. Simplicius aus Tivoli, etwa in 200 Rom stammend, erlebte die endgültige Auflösung des Imperiums. Während seines Papsttums erlebten die Städte eine Bevölkerungsabnahme, die römischen Verwaltungsstrukturen brachen zusammen und verschiedene germanische Königreiche etablierten, sich in den Spuren des alten kaiserlichen Systems. Unter diesen dramatischen Umständen erwies sich Simplicius als hervorragender Verwalter, indem er die Patrimonien des heiligen Petrus, die kirchlichen Eigenschaften, umstrukturierte, um das Überleben der Benachteiligtsten und die Erhaltung des Kults in den römischen Basiliken zu gewährleisten. Eine der grundlegenden Aufgaben von Simplicius und denen, die ihm direkt folgten, war es, lebensfähige Verbindungen zu den neuen barbarischen Anführern zu etablieren. Obwohl viele dieser Gemeinschaften bereits das Christentum angenommen hatten, taten sie dies in seiner arianischen Version, die die volle Göttlichkeit Christi ablehnte, die von der römischen Kirche als heretisch angesehen wurde. Das Vorhandensein dieser religiösen Divergenz komplizierte die diplomatischen Beziehungen und fügte der bereits komplizierten politischen Situation eine theologische Dimension hinzu. Die Päpste entwickelten eine außergewöhnliche Fähigkeit, diese Spannungen zu bewältigen, die lehrhafte Autonomie zu bewahren und gleichzeitig pragmatisch die neuen politischen Umstände anzuerkennen. Zum Beispiel formulierte Papst Gelasius in 319/496 eine tiefgreifende Theorie über die Verbindung zwischen geistlicher und weltlicher Macht, die die päpstliche Politik jahrhundertelang leiten würde. In seinem berühmten Brief an den byzantinischen Kaiser Anastasius behauptete Gelasius: Zwei sind die Mächte erhabener Kaiser, die hauptsächlich diese Welt beherrschen: die heilige Autorität der Pontifizes und die authentische Macht. Die Theorie der zwei Schwerter etablierte eine Unterscheidung zwischen den beiden Autoritäten und verwarf sowohl das Konzept, dass die Kirche vollständig dem Staat untergeordnet sei, als auch das Streben des Papstes nach totaler Kontrolle. Auch die Päpste dieser turbulenten Epoche zeichneten sich durch ihre karitative Arbeit aus. Sie verwendeten kirchliche Mittel, um Hungersnöte, Epidemien und andere Übel zu lindern, die die Gemeinschaft betrafen. Während des Papsttums von Symmachus 498-514 wurden Hospize für Patienten und Pilger in der Nähe der großen römischen Basiliken errichtet. Hormisdas 514-523. Andererseits gelang es, das Schisma mit der östlichen Kirche vorübergehend zu heilen und zu zeigen, dass religiöse Einheit auch in Perioden politischer Desintegration erreicht werden konnte. Die Anpassungsfähigkeit des Papsttums war entscheidend für sein Überleben. Mit der Teilung des Imperiums hatte das Papsttum die Verantwortung, Verwaltungsstrukturen basierend auf dem römischen Modell aufrechtzuerhalten, Latein als Amtssprache zu bewahren und Rechtstraditionen zu erhalten, die andernfalls verschwunden wären. Aufgrund dieser institutionellen Kontinuität wurde die Kirche zur Hüterin des christlichen Glaubens und wesentlicher Komponenten der klassischen Zivilisation, die an zukünftige Generationen weitergegeben wurden, nachdem sie durch die christliche Perspektive modifiziert worden waren. Der Historiker Christopher Dawson sagte, während das Schiff des Staates im Sturm der Barbareneinfälle zerbrach, fuhr das Schiff Petri weiter. Wie trennten sich die beiden Hälften der Christenheit nach 1000 Jahren gemeinsamer Geschichte? Die Trennung zwischen Katholiken und Orthodoxen, wie wir sie heute wahrnehmen, war nicht sofortig, sondern entstand aus einer langen Periode kultureller, politischer und theologischer Trennung zwischen Rom und Konstantinopel, den beiden Hauptstädten der christlichen Welt. Bereits im 5. Jahrhundert, während des Pontifikats von Sankt Felix III. 493, begannen die ersten Spannungen zu entstehen. Die ersten Meinungsverschiedenheiten umfassten eher Jurisdiktionsfragen als lehrmäßige Differenzen, während Rom die universelle Vorherrschaft des römischen Bischofs als Nachfolger Petri behauptete,
beanspruchte Konstantinopel, von Konstantin gegründet, einen besonderen Rang als kaiserliche Residenz. Beim Konzil von Chalcedon 451 wurde der Patriarch von Konstantinopel als zweiter Rang nach Rom anerkannt, eine Entscheidung, die die Päpste mit Misstrauen aufnahmen. Diese frühen Spannungen verstärkten sich durch kulturelle und sprachliche Unterschiede. Im Westen herrschte Latein als Sprache vor und die römische Kultur etablierte die Institutionen im Gegensatz zu griechisch- und hellenistischem Einfluss im Osten. Mit der Zeit drückten sich diese kulturellen Differenzen in verschiedenen theologischen Perspektiven aus. Der Westen neigte zu rechtlichen und praktischen Ansätzen, während der Osten einen mystischeren und reflexiveren Ansatz wählte. Das zunehmende Unverständnis zwischen den Parteien äußerte sich in Streitigkeiten wie der 3 Kapitel oder der ikonoklastischen Kontroverse, wo Rom und Konstantinopel widersprüchliche Positionen einnahmen. Die Beziehungen verschlechterten sich kritisch im 9. Jahrhundert mit dem sogenannten Photianischen Schisma. Photius, ein anerkannter Intellektueller, übernahm die Leitung des Patriarchenamtes von Konstantinopel in einem kontroversen Kontext. Papst Nikolaus X lehnte die Ernennung ab und versuchte, in die internen Angelegenheiten des Byzantinischen Reiches einzugreifen. Dies entfachte Photius' Zorn, der eine Synode einberief, in der der Vater exkommuniziert wurde. Obwohl diese Trennung vorübergehend gelöst wurde, zeigte sie, wie fragil die Verbindungen zwischen beiden Kirchen bereits waren. Das endgültige Schisma ereignete sich 1054, als Kardinal Humberto von Silva Candida im Namen des päpstlichen Legaten eine Exkommunikationsbulle auf den Altar der Hagia Sophia in Konstantinopel legte. Die Antwort des Patriarchen Michael Kerularios war die Exkommunikation der päpstlichen Gesandten. Obwohl die meisten zu dieser Zeit die Relevanz des Ereignisses ignorierten, würde dieser Bruch nie vollständig geheilt werden. Die nachfolgenden Kreuzzüge, insbesondere die Plünderung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer 1204, vergrößerten die Trennung zwischen beiden christlichen Traditionen noch weiter. Jahrhunderte später beschrieb Papst Johannes Paul II. Diese Trennung als schmerzhafte Wunde im Leib Christi. Trotz der bedeutenden ökumenischen Fortschritte in den letzten Jahrzehnten bleiben die Narben jener mittelalterlichen Teilung im Christentum des 21. Jahrhunderts spürbar. Was veranlasste einen Papst dazu, einen fränkischen König zum Kaiser zu krönen und damit einen kaiserlichen Rang wiederherzustellen, der 3 Jahrhunderte lang nicht mehr existiert hatte? Die Situation, die am Heiligabend des Jahres 800 in der Petersbasilika stattfand, prägte den Lauf der europäischen Geschichte für 1000 Jahre. Als Karl der Große, der fränkische Monarch, kniete, setzte Papst Leo III. Ihm unerwartet eine Krone auf den Kopf, während die Menge rief: Karl Augustus, von Gott gekrönt, großer und friedlicher Kaiser der Römer, Leben und Triumph. Dieser entscheidende Moment entstand aus einer komplexen Konvergenz von Interessen. Der Schutz, den ein westlicher Anführer bot, wurde für das Papsttum wesentlich, das sich vom römischen Adel bedroht und vom byzantinischen Reich distanziert sah. Was Karl den Großen betraf, so kontrollierte er bereits einen beträchtlichen Teil Westeuropas und die Kaiserkrone verlieh seinen Eroberungen Legitimität und stellte ihn auf die gleiche Stufe wie den Kaiser von Konstantinopel. An diesem Tag entstand eine neue politische Perspektive: das Konzept der Christenheit als einheitliche Gesellschaft unter 2 komplementären Autoritäten, dem Papst im Geistlichen und dem Kaiser im Weltlichen. Der Pakt zwischen dem Papsttum und den Franken hatte Jahrzehnte zuvor stattgefunden. 754 überquerte Papst Stephan II. Die Alpen, um Pippin den Kurzen, Karl des großen Vater, um Unterstützung gegen die Langobarden zu bitten, die Rom bedrohten. Als Dank für die militärische Intervention Frankreichs krönte der Papst Pippin zum König und begründete damit die neue karolingische Dynastie.
Außerdem spendete Pippin dem Papsttum die Ländereien, die er den Langobarden in Mittelitalien abgenommen hatte, und legte damit die Grundlagen für den künftigen Kirchenstaat. Dieser Austausch von geistlicher Legitimation gegen militärischen Schutz etablierte ein Modell, das sich im Mittelalter wiederholen würde. Das Karolingische Reich unter der Führung kirchlicher Denker wie Alcuin von York förderte eine echte kulturelle Wiedergeburt. Karl der Große gründete Klosterschulen, förderte die Reproduktion alter Manuskripte und standardisierte die römische Liturgie in seinen Gebieten. Sein Plan der kirchlichen Reform, obwohl er teilweise aus politischen Gründen vorangetrieben wurde, stärkte die Position des Papsttums in der westlichen Kirche. Die karolingische Schrift, entwickelt zur Vereinfachung der Textübertragung, erleichterte die Erhaltung eines großen Teils des klassischen und patristischen literarischen Erbes, das wir heute kennen. Wie konnte die Institution des Papsttums, gegründet auf den höchsten geistlichen Idealen, Perioden beträchtlichen moralischen Schattens durchlaufen? Das bekannte eiserne Jahrhundert des Papsttums bietet eine faszinierende und bewegende Episode in der Kirchengeschichte, in der der Thron Petri zu einem politischen Ziel der Begierde für die mächtigen Familien Roms wurde. Während dieser turbulenten Periode, die hauptsächlich das 9. und 10. Jahrhundert umfasste, verwandelte sich Rom in einen Schauplatz politischer Konflikte zwischen den mächtigen aristokratischen Familien, die um die Kontrolle des Papsttums kämpften, als wäre es ein Familienerbe. Die Grafen von Tusculum, die Crescentier und andere Adelsfamilien kontrollierten die Papstwahlen und setzten ihre Verwandten, Verbündeten und sogar Liebhaber in Autoritätspositionen in der Kirche ein. Die ethischen und geistlichen Tugenden der Kandidaten wurden wenig geschätzt. Das Einzige, was zählte, war ihre Loyalität zu den Familieninteressen und ihre Bereitschaft, politische Rollen zu übernehmen. Eine der erstaunlichsten Episoden dieser Zeit hatte Marozia als Protagonistin, eine Frau aus der mächtigen Familie der Theophylakte. Marozia kontrollierte mit bemerkenswerter politischer Geschicklichkeit das Papsttum jahrzehntelang wirksam, zunächst als Geliebte eines Papstes, später als Mutter von Johannes Donolze und schließlich als die Figur, die mehrere andere Pontifikate unterstützte. Ihre Geschichte illustriert, wie weltliche weibliche Macht, obwohl ohne offizielle Anerkennung, effektiv hinter den Kulissen einer ausschließlich männlichen Institution ausgeübt werden konnte. Diese Senatorin Roms zeigte durch strategische Ehen, Allianzen und Manipulationen, dass die wahre Autorität nicht immer mit den offiziellen Titeln übereinstimmte. Vielleicht das tragischste Ereignis dieser Ära war das sogenannte Leichensynode von 897. Das zeigt, wie sehr die Institutionen gelitten hatten. Papst Stephan VI., besessen davon, seinen Vorgänger Formosus zu delegitimieren, ordnete die Exhumierung der Leiche des Letzteren an, der 9 Monate zuvor gestorben war, und ließ ihn mit päpstlichen Gewändern schmücken, um ihn auf einen Thron zu setzen und vor Gericht zu stellen. Der verwesende Körper von Formosus wurde verhört, verurteilt und verstümmelt. Ihm wurden die 3 Finger abgeschnitten, mit denen er segnete, bevor er in den Tiber geworfen wurde. Dieses groteske Spektakel offenbart nicht nur das Niveau persönlicher Rache, das das Papsttum heimgesucht hatte, sondern auch die intensive moralische und geistliche Krise, die die Institution durchlief. Trotz dieser düsteren Episoden ist es wichtig zu betonen, dass selbst in den dunkelsten Situationen die institutionelle Kontinuität des Papsttums erhalten blieb und einige Päpste dieser Zeit echte Anstrengungen zur Einführung von Reformen unternahmen. Außerdem bewahrten die Klöster fernab von Rom während der Krise, die den petrinischen Stuhl betraf, die ursprünglichen christlichen Ideale und legten die Grundlagen für künftige Reformen, die dem päpstlichen Amt seine Würde zurückgeben würden.
Das Eiserne Jahrhundert erinnert uns daran, dass menschliche Institutionen, selbst die mit göttlichen Zwecken geschaffenen, nicht von menschlichen Schwächen und Ambitionen befreit sind. Wo würde die Hoffnung für eine in Korruption und weltlicher Autorität verstrickte Kirche entstehen? In den ruhigen Tälern Burgunds, fernab der römischen Machtzentren, entstand eine Bewegung, die die mittelalterliche Kirche drastisch verändern würde. Die Cluniacenserreform während des Eisernen Jahrhunderts des Papsttums. Alles begann 910, als der Herzog von Aquitanien, Wilhelm der Fromme, Land für die Gründung eines Klosters in Cluny spendete, unter einer für jene Zeit revolutionären Bedingung: das neu gegründete Kloster würde frei von lokaler Autorität sein, ob weltlich oder bischöflich, und würde unter direkter Abhängigkeit vom Papst stehen. Diese Autonomie ermöglichte es Cluny, ein neues monastisches Modell zu schaffen, frei von den Interferenzen, die so viele monastische Modelle verschlechtert hatten. Cluny gedieh unter der Führung herausragender Äbte wie Odo, Maiolus, Odilo und Hugo dem Großen und verwandelte sich in das Herz eines Netzwerks von Hunderten reformierter Klöster, das ganz Westeuropa bedeckte. Die Cluniacenserklöster zeichneten sich durch ihre rigorose Einhaltung der Regel des heiligen Benedikt aus und legten erneuten Schwerpunkt auf Zeremonie und Gebet. In Cluny konzentrierte sich das tägliche Leben auf das Opus Dei, das Werk Gottes, mit religiösen Aktivitäten, die einen Großteil des Tages einnahmen. Die Cluniacener-Mönche führten die Zeremonie zu einem beispiellosen Niveau der Pracht, mit raffinierten Gesängen, feierlichen Prozessionen und symbolbeladenen Ritualen. Die Pracht der Zeremonie war nicht nur eine Zurschaustellung von Luxus, sondern drückte ihre feste Überzeugung aus, dass das Lob Gottes die maximale Schönheit und menschliche Hingabe verdiente, im Gegensatz zur Oberflächlichkeit und Vulgarität, die zahlreiche kirchliche Institutionen regierten. Neben ihrer kirchlichen Rolle etablierten sich die Cluniacenserklöster als Zentren hohen intellektuellen und kulturellen Niveaus. Die Mönche bewahrten und reproduzierten in ihren Skriptorien alte, religiöse und weltliche Werke, die andernfalls während der politischen Erschütterungen jener Zeit verschwunden wären. Die Werke von Cicero, Vergil und anderen klassischen Schriftstellern befanden sich in den Bibliotheken von Cluny, zusammen mit den Werken der Kirchenväter. Diese intellektuelle Arbeit legte nicht nur die Grundlagen für die kulturelle Wiedergeburt, die in den 12. und 13. Jahrhunderten entstehen würde, sondern bewahrte auch das historische Gedächtnis. Ebenso begannen die Abteien als Bildungszentren für die Ausbildung aufstrebender religiöser Führer zu fungieren, die mit den Idealen von Reinheit, Engagement und Dienst durchdrungen waren. Der Einfluss von Cluny verbreitete sich schnell über die Mauern seiner Residenzen hinaus und beeinflusste die gesamte Gesellschaft. Die Äbte von Cluny übernahmen die Rolle von Beratern für Monarchen und Adlige und förderten Ideale von Frieden, Gerechtigkeit und moralischem Wandel. Die Bewegung förderte die Vorschläge der Gotteswaffenstillstand und Gottesfrieden, beide mit dem Ziel, die chronische Gewalt in der feudalen Gesellschaft zu reduzieren. Cluny brachte eine Generation von Kirchenmännern hervor, die sich der Reform widmeten, gebildet in einer Umgebung, in der die Unabhängigkeit der Kirche von weltlicher Macht und die moralische Reinheit des Klerus wesentliche Werte waren. Dies hatte einen bemerkenswerten Einfluss auf die Zukunft des Papsttums. Mit der Zeit würden diese Individuen Autoritätspositionen in der kirchlichen Struktur einnehmen. Der in Cluny gesäte Same würde im 11. Jahrhundert vollständig keimen, als in der Cluniacenser-Tradition ausgebildete Mönche wie Papst Gregor VII. Die gregorianische Reform einleiten würden, die das Papsttum radikal verändern würde. Was als monastische Bewegung fernab von Rom begann, würde zur erneuernden Kraft werden, die das Papsttum aus seinem Niedergang rettete und zeigte, dass oft große Reformen nicht aus dem Machtzentrum entstehen, sondern von jenen Orten, wo die
ursprünglichen Ideale trotz der vorherrschenden Tendenzen treu bewahrt wurden. Wem gehört letztendlich die Entscheidung über die Ernennung von Bischöfen und Äbten, dem Kaiser oder dem Papst? Obwohl diese Frage einfach erscheint, entfesselte sie einen der bedeutendsten Konflikte des Mittelalters und veränderte die Beziehungen zwischen geistlicher und weltlicher Macht in Europa definitiv. Hildebrand von Soana, ein demütiger Mönch, der in den Cluniacenser-Idealen erzogen wurde, würde Dientes 73 als Papst Gregor VII. Zum Zentrum dieses Sturms werden. Seit Beginn seines Pontifikats wagte Gregor es, die Kirche von der weltlichen Verderbtheit zu reinigen, die sie während des Eisernen Jahrhunderts beeinflusst hatte. Er verstand, dass die Praxis der Laieninvestitur die Wurzel des Konflikts war. Diese Gewohnheit bedeutete, dass Monarchen und Kaiser Äbte und Bischöfe ernannten und ihnen die Symbole ihrer kirchlichen Autorität, Stab und Ring verliehen, als wären sie königliche Beamte. Diese Praxis hatte viele Prälaten zu Marionetten politischer Macht gemacht, die sich mehr darauf konzentrierten, ihren irdischen Vorgesetzten zu dienen, als Gott. Gregor verstand, dass für eine wahre Reform der Kirche diese Befreiung von weltlichen Verbindungen notwendig war. Der Konflikt ereignete sich bald zwischen dem reformierenden Papst und dem jungen Kaiser Heinrich IV. Von Deutschland. 1875 erließ Gregor VII. Ein Dekret, das die Laieninvestitur verbot und damit direkt eine der Grundlagen der kaiserlichen Macht in Deutschland infrage stellte. Heinrich, dessen Verwaltung seiner ausgedehnten Region auf der Kontrolle der kaiserlichen Bistümer beruhte, antwortete wütend. Bei einem Treffen treuer Bischöfe in Worms erklärte der Kaiser Gregor für abgesetzt. Die Reaktion des Papstes war heftig. Er setzte Heinrich ab und befreite seine Untertanen von ihrer Treuepflicht, was einen schweren Schlag in einer Gesellschaft darstellte, in der politische Legitimität eng mit dem Glauben verbunden war. Im Januar 1077 fand in der italienischen Festung Canossa ein dramatisches Ende dieser ersten Phase des Konflikts statt. Heinrich sah sich gezwungen, die Absolution des Papstes zu suchen, da seine politische Position durch die Exkommunikation geschwächt worden war und er sich einer Rebellion der deutschen Fürsten gegenüber sah. Die Geschichten erzählen, dass der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 3 Tage lang im Schnee blieb, als Büßer gekleidet und um die Erlösung des Papstes flehte. Das Bild der weltlichen Macht, die vor der Geistlichen kniet, würde zu einem der eindrucksvollsten Symbole der mittelalterlichen Geschichte werden. Schließlich gewährte Gregor die Absolution, aber der Konflikt war noch nicht beendet. Die Streitigkeiten würden jahrzehntelang andauern, selbst nach dem Tod der beiden Hauptfiguren. Gregors innovatives Denken über die päpstliche Autorität wurde im Dictatus Papae festgehalten, einem Dokument mit 27 Behauptungen über die Autorität des römischen Papsttums. Es enthielt so kühne Erklärungen wie die, dass der Papst die Autorität besitzt, Kaiser abzusetzen, dass nur er kaiserliche Insignien tragen kann und dass er Untertanen von ihrer Treue zu ungerechten Regimen entschuldigen kann. Diese Konzeptionen, extrem für ihre Zeit, repräsentierten die gregorianische Perspektive eines Papsttums, das sich nicht nur von weltlicher Macht trennte, sondern sich über diese als letzter moralischer Richter der Kirche stellte. Obwohl Gregor VII. Im Exil starb und besiegt zu sein schien, würde seine Perspektive langfristig siegen. Das Konkordat von Worms, unterzeichnet 1122, würde ein Abkommen etablieren, das den Kern der gregorianischen Reformen bewahrte. Die Kirche würde die Kontrolle über kirchliche Ernennungen zurückgewinnen, während die Monarchen eine gewisse Herrschaft über zeitliche Elemente behielten. Die Veränderung in der Wahrnehmung des Papsttums, die durch die gregorianische Reform verursacht wurde, war noch bedeutsamer. Das Papsttum begann als Institution universeller Autorität betrachtet zu werden, mit der Fähigkeit, die mächtigsten weltlichen Mächte in Frage zu stellen,
anstatt sich auf kaiserliche Macht zu stützen, wie in der Vergangenheit. Diese neue Interpretation des Papsttums würde die Grundlagen für das Wachstum päpstlicher Macht legen, das im 13. Jahrhundert stattfinden würde. Welches Ausmaß hatte die päpstliche Autorität im Mittelalter? Die Antwort findet sich im Pontifikat von Innozenz III. 1198–1216, das den Höhepunkt päpstlichen Einflusses im Mittelalter markierte und wo die gregorianische Perspektive einer freien und einflussreichen Kirche ihren Höhepunkt erreichte. Lothario de Segni, der Innozenz III. Werden würde, bestieg den päpstlichen Thron im Alter von 37 Jahren, einem für einen Papst beträchtlich jungen Alter. Sein Eintritt ins Papsttum bedeutete die Eingliederung einer herausragenden Bildung in Scienunci, Theologie und kanonischem Recht sowie einer klugen politischen Vision und eines festen Glaubens an die globale Mission des Papsttums. Innozenz behauptete, dass der Papst zwischen Gott und den Menschen steht, niedriger als Gott, aber höher als sie. Seine Aufgabe ist es, alle zu richten, ohne von jemandem gerichtet zu werden, was eine Wahrnehmung des Papsttums als oberste Autorität auf dem Planeten zeigt. Dies war nicht nur Rhetorik, während seines Pontifikats spielte Innozenz eine wirksame Rolle als Richter Europas und griff entschlossen in die Angelegenheiten praktisch aller christlichen Königreiche ein. Um Monarchen zur Einhaltung des kanonischen Rechts zu zwingen, besonders in Ehefragen, verhängte er Exkommunikationen und Interdikt über ganze Nationen, wie Frankreich und England. In Deutschland nutzte er nach dem Tod Kaiser Heinrichs VI. Seinen Einfluss, um das Ergebnis der umstrittenen Kaisernachfolge zu beeinflussen, zunächst zugunsten von Otto von Braunschweig und später, als dieser ihn enttäuschte, zugunsten von Friedrich II. In Spanien erkannte er die Reconquista-Operationen gegen die muslimischen Königreiche an. In England zwang er König Johann, sein Land als päpstliches Territorium anzuerkennen und Rom Tribut zu zahlen. Der 4. Kreuzzug war eine der kontroversesten Etappen seines Pontifikats und zeigte sowohl die Autorität als auch die Grenzen päpstlicher Kontrolle über die Ereignisse seiner Zeit. Innozenz rief den Kreuzzug mit dem authentischen Ziel auf, Jerusalem zurückzuerobern. Jedoch entwickelten sich die Ereignisse in eine sehr unterschiedliche Richtung. Die Kreuzfahrer, die nicht in der Lage waren, ihre Überfahrt nach Venedig zu finanzieren, wurden zunächst nach Zara umgeleitet, das sie trotz päpstlicher Exkommunikationsdrohungen plünderten, und später nach Konstantinopel, der Hauptstadt des orthodoxen Byzantinischen Reiches. Innozenz war von der gewaltsamen Plünderung der Stadt 1204 und der Etablierung eines lateinischen Imperiums auf byzantinischem Territorium betroffen und schrieb verzweifelt über diese Ereignisse. Dennoch akzeptierte er aus pragmatischer Sicht schließlich die Geschehnisse und interpretierte sie als Gelegenheit für die Vereinigung der Ost- und Westkirchen unter römischer Autorität. Diese Episode zeigt, dass selbst auf dem Höhepunkt päpstlicher Macht politische und wirtschaftliche Kräfte existierten, die der päpstlichen Autorität entgehen konnten. Innozenz' Pontifikat spielte eine ebenso wichtige Rolle in der Kirche. Das 4. Laterankonzil, einberufen 1215, gilt als eines der relevantesten ökumenischen Konzile der mittelalterlichen Geschichte. Dieses Konzil erließ 70 Dekrete, die von dogmatischen Definitionen wie der Lehre der Transsubstantiation bis hin zu praktischen Änderungen wie der jährlichen Beichtpflicht reichten. Zusätzlich stärkte das Konzil die hierarchische Struktur der Kirche, indem es mehr Autorität in Rom konzentrierte und Maßnahmen gegen Häresien wie die katharische und valdensische etablierte, die die religiöse Einheit Europas bedrohten. Eine der dauerhaftesten Beiträge von Innozenz III. War seine Verbindung zu den aufkommenden Bettelorden, insbesondere den Franziskanern und Dominikanern, die während seines Pontifikats entstanden. Als Antwort auf häretische Strömungen, die den Wohlstand der Kirche in Frage stellten,
schlugen diese Orden ein Modell religiösen Lebens vor, das auf Predigt und gewählter Armut basierte. Innozenz, mit außergewöhnlicher Vision ausgestattet, erkannte das Reformpotenzial dieser Bewegungen, besonders beim Treffen mit Franz von Assisi. Schließlich, obwohl er anfangs Vorsicht gegenüber so extremen Vorschlägen zeigte, gewährte er mündliche Zustimmung zur franziskanischen Regel und unterstützte Dominikus von Guzman in seinem Kampf gegen die katharische Häresie. Diese Orden würden die Präsenz der Kirche über Klöster und Kathedralen hinaus ausdehnen und sie in die Straßen der wachsenden mittelalterlichen Städte und schließlich in ferne Missionsgebiete bringen. Als Innozenz 1216 starb, hinterließ er ein Papsttum, das eine radikale Transformation erfahren hatte. Von einer Institution, die 2 Jahrhunderte lang von römischen aristokratischen Familien regiert wurde, zur einflussreichsten moralischen und politischen Autorität Europas. Das Konzept eines Papstes als Stellvertreter Christi mit universeller Macht etablierte die mittelalterliche Papsttumsfigur in ihrer kühnsten Version. Obwohl dieses Modell päpstlicher Vorherrschaft in den nachfolgenden Jahrhunderten in Frage gestellt zu werden begann, bleibt Innozenz III. Pontifikat ein Spiegelbild des außergewöhnlichen institutionellen Wachstums des Papsttums und seiner Fähigkeit, sich an die variablen Realitäten der mittelalterlichen Gesellschaft anzupassen und darauf zu reagieren. Obwohl der neue Papst ein Mann persönlicher Tugend war, zeigte er schnell einen autoritären und sogar gewalttätigen Charakter, was die Kardinäle beunruhigte, insbesondere die französischen. Sofort drückte Urban seinen Wunsch aus, die Kurie zu reformieren, kritisierte die Privilegien und den ostentaven Lebensstil der Kardinäle und deutete an, dass er eine Mehrheit italienischer Kardinäle ernennen könnte. Erschrocken verließen die französischen Kardinäle Rom und wählten mit der Begründung, dass Urbans Wahl aufgrund des Drucks des römischen Volkes ungültig gewesen sei, einen von ihnen zum Papst, Robert von Genf, der den Namen Clemens VII. Annahm und seinen Hof in Avignon etablierte. So begann das Schisma, mit 2 feindlichen Päpsten, die sich gegenseitig exkommunizierten und die Christenheit in 2 Gehorsamsrichtungen spalteten. Die Spaltung war rein politisch und basierte nicht auf theologischen oder lehrmäßigen Prinzipien. Frankreich und seine Partner Kastilien, Aragon, Neapel und Schottland gaben ihre Zustimmung zum Papsttum von Avignon, während England, das Heilige Römische Reich, Ungarn, Polen und der größte Teil Italiens ihre Treue zu Rom bewahrten. Für einen gewöhnlichen Christen war die Situation äußerst unbequem. Wie konnten 2 Anführer in einer Kirche existieren, die sich eine heilige, katholische und apostolische nannte? Die Situation verschlechterte sich 1409, als ein in Pisa einberufenes Konzil zur Lösung des Schismas einen 3. Papst wählte. Alexander V., später Johannes XXIII., ohne dass die beiden anderen zurücktraten. Nun war die Christenheit in 3 Gehorsamsrichtungen fragmentiert, ein Szenario, das die dreigliedrige Struktur der Gottheit selbst zu imitieren schien. Was geschieht, wenn die respektierteste christliche Institution in den kulturellen Glanz und die politische Ambition der italienischen Renaissance verstrickt wird? Die Zeit nach dem großen Westschisma präsentiert uns ein verändertes Papsttum, in dem die Kleriker nicht nur als geistliche Führer fungierten, sondern auch als wahre Renaissancefürsten, Förderer der Künste und Teilnehmer am komplizierten politischen Spiel Italiens. Der Thron Petri wurde von den Päpsten Nikolaus V., Sixtus IV., Alexander VI., Borgia, Julius II. Und Leo Dix, Medici, besetzt. Zusätzlich zu ihrer religiösen Rolle wurden diese Personen als weltliche Führer der Kirchenstaaten und Schlüsselfiguren der italienischen Renaissance gesehen.
Während der Verwaltung dieser Päpste erlebte Rom, das während des avignonesischen Exils und des Schismas einen Niedergang erfahren hatte, eine beeindruckende Transformation und wurde wieder zu einem kulturellen und künstlerischen Zentrum, das mit Florenz konkurrierte. Die Straßen wurden erweitert und umgestaltet, Paläste und Brunnen wurden gebaut und die ewige Stadt gewann etwas von ihrem alten Glanz zurück. In dieser Zeit erreichte die päpstliche Schirmherrschaft ihren Höhepunkt und schuf einige der dauerhaftesten Meisterwerke der westlichen Kunst. Nikolaus IV. Gründete die Vatikanische Bibliothek mit dem Ziel, die alte Petersbasilika zu restaurieren. Die Sixtinische Kapelle wurde unter der Anweisung von Papst Sixtus IV. Errichtet und später mit den berühmten Fresken Michelangelos geschmückt. Julius II., genannt der Kriegerpapst, führte nicht nur Truppen im Krieg an, sondern beauftragte auch Raphael mit der Dekoration der päpstlichen Räume und überredete Michelangelo, die Decke der Sixtinischen Kapelle fast gegen seinen Willen zu malen. Leo X., Sohn von Lorenzo dem Prächtigen von Florenz, vollendete diese Gruppe von Renaissance-Päpsten, indem er eine Vereinigung von Dichtern, Musikern und Künstlern in einem Hof anführte, der von Raffinesse und humanistischer Gelehrsamkeit geprägt war. Dieser kulturelle Aufstieg hatte jedoch seine dunkle Kehrseite. Die Entmenschlichung des Papsttums, seine Teilnahme an dynastischen Politiken und die Annahme einer fürstlichen Lebensweise trennten die Institution von ihren geistlichen Grundlagern. Der bekannteste Fall war der von Rodrigo Borgia, der als Alexander VI. Seine Position nutzte, um seine Kinder zu begünstigen, insbesondere Cesare und Lucretia. Betrügerische Feiern im Vatikan, Legenden von Vergiftungen und Familienintrigen sowie übermäßiger Nepotismus verursachten erheblichen Schaden am moralischen Ruf des Papsttums. Obwohl Julius II. Nicht so korrupt war, sorgte sein kriegerischer Charakter für Kontroversen. Er befehligte Armeen persönlich in Rüstung, was Erasmus' berühmte Satire »Julius vom Paradies ausgeschlossen« hervorbrachte. Der Bau der neuen Petersbasilika, begonnen von Julius II. 1506 nach Bramantes Entwürfen, repräsentiert perfekt die Widersprüche dieser Zeit. Einerseits stellte sie den Wunsch dar, den schönsten Tempel zu errichten, der jemals dem Christentum geweiht wurde, eine würdige Wohnung für Petrus' Erben. Andererseits führten die hohen Kosten dieses Unternehmens zu verdächtigen finanziellen Maßnahmen, wie der Zunahme des Ablasshandels, was schließlich die protestantische Reformation auslösen würde. Was wir heute als architektonische und künstlerische Größe sehen, ist in einer unerwarteten Wendung mit den Praktiken verbunden, die zur größten Fragmentierung in der Geschichte der westlichen Kirche führten. Dieses Renaissance-Papsttum, ausgezeichnet durch seine kulturelle Pracht, aber auch durch seine geistlichen Dilemmata, ist ein Spiegel der wesentlichen Spannungen, denen sich eine Institution gegenüber sah, die ihre globale religiöse Mission mit ihrer Rolle als politische Macht Italiens in Einklang zu bringen suchte. Die Päpste jener Zeit, gebildet in der humanistischen Tradition und umgeben von den Wundern der wiederentdeckten klassischen Kunst, betrachteten Pracht als angemessene Manifestation päpstlicher Würde. Indem sie sich jedoch so verhielten, entfernten sie sich zunehmend vom evangelischen Ideal des Dienstes und der Demut und schufen einen Kontrast, der angesichts der wachsenden Reformforderungen aus Nordeuropa untragbar werden würde. Wie konnte ein Konflikt über Ablässe in einer deutschen Stadt das größte Schisma in der Geschichte des westlichen Christentums auslösen? Am 31. Oktober 1517 stellte der Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg. Niemand, nicht einmal er selbst, konnte die revolutionären Auswirkungen vorhersehen, die von diesem akademischen Akt ausgehen würden. Um diesen entscheidenden Moment zu verstehen, ist es unerlässlich, sowohl die Figur von Papst Leo X als auch den kirchlichen Kontext zu verstehen, der die Krise auslöste.
Giovanni de' Medici, der zweite Sohn des einflussreichen Lorenzo dem Prächtigen von Florenz, war seit seiner Kindheit für eine kirchliche Laufbahn bestimmt und erreichte im unerwartet jungen Alter von 13 Jahren den Kardinalstitel. 1513, im Alter von 37 Jahren, wurde dieser Mann humanistischer Kultur und Raffinesse, leidenschaftlich für Kunst, Literatur und Musik, auf den päpstlichen Thron erhoben. Nach seiner Wahl soll er ausgerufen haben: Gott hat uns das Papsttum geschenkt, lasst es uns genießen. Ein Ausdruck, der, ob authentisch oder nicht, den Geist seines Pontifikats manifestiert. Leo betrachtete seine Position als Gelegenheit, sowohl für kulturelle Pracht als auch für persönliches Vergnügen. Leo, großzügiger Mäzen, verwandelte Rom in ein brillantes Zentrum der Renaissancekultur. Jedoch verstärkten seine weltliche Vision des Papsttums und seine finanzielle Gier die strukturellen Schwierigkeiten der Kirche. Die Kommerzialisierung von Ablässen, die den lutherischen Widerstand auslösen würde, war eine Praxis mit gültigen theologischen Grundlagen, die sich in eine Methode der Geldsammlung verwandelt hatte. Ursprünglich boten Ablässe die Befreiung von zeitlichen Strafen für Sünden, die bereits in der Beichte vergeben worden waren, basierend auf der Lehre des Schatzes der Verdienste, der von Christus und den Heiligen angesammelt wurde. In praktischen Begriffen waren sie jedoch zu einer wichtigen Einnahmequelle für die päpstlichen Kassen geworden. Luthers Wut verstärkte sich aufgrund der Verfolgungskampagne unter der Leitung des Bankiers Fugger und des päpstlichen Kommissars Johann Tetzel in Gebieten nahe Wittenberg. Diese enthielt seinen berühmten Slogan: Sobald die Münze im Kasten klingt, springt die Seele aus dem Fegefeuer. Diese spezifische Kampagne suchte zwei Projekte zu finanzieren: den Bau der Petersbasilika und, skandalöser, die Kosten des Erzbischofspalliums. Von Albrecht von Brandenburg, der mehrere kirchliche Benefizien angesammelt hatte, eine missbräuchliche Tatsache jener Zeit. Leo Dix reagierte zunächst mit Gleichgültigkeit auf Luthers Thesen. Er soll diese Situation als Streit zwischen Mönchen beschrieben haben und das allgemeine Unbehagen erheblich unterschätzt haben, das Luther zu bewältigen geschafft hatte. Als die Kirchenhierarchie schließlich verstand, wie ernst die Herausforderung war, bereits der richtige Moment verstrichen. Luthers Vorschläge verbreiteten sich dank der Druckerpresse, einer kürzlich eingeführten Technologie mit nie dagewesener Geschwindigkeit. Seine Werke, die vom akademischen Latein ins gewöhnliche Deutsch übersetzt wurden, fanden Widerhall in zahlreichen Bevölkerungsschichten, von deutschen Fürsten, die mit der finanziellen Austrocknung nach Rom unzufrieden waren, bis hin zu unterdrückten Bauern und gebildeten Bürgern, die kirchliche Korruption anprangerten. Die offizielle Reaktion erfolgte 1520 mit der päpstlichen Bulle Exsurge Domine, die 41 von Luthers Behauptungen verurteilte und ihm eine Frist von 60 Tagen zum Rücktritt gewährte. In einem dramatischen Akt, der den Punkt ohne Wiederkehr darstellte, lehnte Luther die römische Autorität öffentlich ab, indem er die päpstliche Bulle zusammen mit Büchern des kanonischen Rechts verbrannte. Die Exkommunikation wurde im Januar 1523 durch die Bulle Decet Romanum Pontificem offizialisiert. In diesem Moment hatte die Bewegung politische und soziale Formen angenommen, die über die anfänglichen theologischen Bereiche hinausgingen. Auf dem Reichstag zu Worms und vor Kaiser Karl V. äußerte Luther seine berühmte Erklärung: Ich kann und will nichts widerrufen, da es nicht sicher noch ehrlich ist, gegen das eigene Gewissen zu handeln. Möge der Herr mir helfen. Amen. Was als Streit über Ablässe begann, wurde schnell zu einer detaillierteren Analyse der päpstlichen Autorität und der wesentlichen Lehren der katholischen Kirche. Luther formulierte seine theologischen Grundlagen: Sola fide, allein durch den Glauben kann Erlösung erreicht werden; sola scriptura, die Bibel ist die einzige Autorität; und sola gratia, die göttliche Gnade ist der einzige Weg zur Erlösung, die Grundlagen des sakramentalen und hierarchischen Systems der katholischen Kirche zementierten.
Die zitierte Theologie, zusammen mit Luthers Übersetzung der Bibel ins Deutsche während seiner Zeit auf der Wartburg, legte die lehrmäßigen und kulturellen Grundlagen der protestantischen Kirchen. Wie würde die katholische Kirche auf die vitale Herausforderung reagieren, die die protestantische Reformation darstellte? Die Reaktion würde sich in einer großen Anstrengung innerer Erneuerung und Bekräftigung der Lehre konkretisieren, die Gegenreformation genannt wurde, deren Kern das Konzil von Trient war, die relevanteste und dauerhafteste kirchliche Versammlung seit der fortgeschrittenen Antike. Dieses kolossale Werk, das diskontinuierlich über 18 Jahre, 1545, 1563, unter den Pontifikaten von Paul III., Julius III. Und Pius IV. Durchgeführt wurde, würde die katholische Kirche radikal verändern und ihre Identität und Gepflogenheiten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein etablieren. Es war kompliziert, Trient zu erreichen. Nach dem Beginn der Reformation verzögerten mehrere Faktoren die Einberufung eines Generalkonzils um Jahrzehnte. Die Kriege zwischen Kaiser Karl V. und König Franz I. von Frankreich, die Furcht des Papsttums, dass ein Konzil konziliaristische Theorien wiederbeleben könnte, die die päpstliche Autorität gefährdeten, und die Erwartung, dass der Protestantismus ein vergängliches Phänomen werden würde. Schließlich, angesichts der Beweise, dass das Schisma sich stärkte und ausbreitete, berief Papst Paul III. Alessandro Farnese, ein Mann mit politischer Geschicklichkeit und einem authentischen Wunsch nach Reform, das Konzil in Trient ein, eine kaiserliche Stadt Norditaliens. Dieser Ort war nah genug an Rom, um den päpstlichen Einfluss zu bewahren, aber weit genug im Norden, um die Anwesenheit deutscher Bischöfe zu ermöglichen. Gleichzeitig hatte das Konzil von Trient zwei große Verantwortlichkeiten: die Klärung der Lehre gegenüber protestantischen Behauptungen und die interne Disziplinarreform. Aus lehrmäßiger Sicht bot Trient eine methodische Antwort auf jede theologische Herausforderung der Reformatoren. Es bekräftigte die Autorität der Tradition zusammen mit der Schrift, im Gegensatz zur Sola Scriptura, etablierte die Rechtfertigungslehre mit Betonung sowohl des Glaubens als auch der Werke anstelle der Sola Fide, präzisierte die Theologie der 7 Sakramente als Antwort auf die protestantische Reduzierung auf 2 oder 3. Diese dogmatischen Definitionen, ausgearbeitet in präziser theologischer Sprache, definierten klare, lehrmäßige Grenzen zwischen Katholizismus und Protestantismus und eliminierten die theologische Ambiguität, die zahlreiche mittelalterliche Debatten charakterisiert hatte. Die Disziplinarreformen, deren Zweck es war, die Missbräuche zu beseitigen, die die protestantische Krise verursacht hatten, hatten ebenfalls große Auswirkungen.